Dieses Video zeigt die Planungen für ein Ergänzungsmodul mit Betriebshof und Abstellung zur H0 Modellbahnanlage Kleiningen. Um einen Eindruck davon zu bekommen, wie heutige Abstellungen, E-Lok-Schuppen oder Schiebebühnen aussehen, habe ich zunächst das Internet durchforstet. Zum Thema E-Lok-Schuppen gibt es einiges, bei den anderen beiden Themen ist es deutlich dünner. Auch mein eigenes Bildmaterial gibt zu diesen Themen nicht wirklich viel her. Hier einige wenige Beispiele. Die ersten Bilder zeigten das Vorfeld des Frankfurter Hauptbahnhofs und hier nun ein Schwenk über das Deutzer Feld in Köln. Die im Bahnhof Köln-Messe-Deutz endenden Regionalverkehrslinien des sogenannten Dieselnetzes Köln sowie zum Teil auch in Köln Hauptbahnhof endende ICE- oder Thaleszüge werden hier abgestellt und für den Einsatz vorbereitet. Das neue Modul, das zeitlich in Epoche 6 liegen soll auch einen kleinen Bereich zum Thema Gleisbau enthalten. Direkt neben den Gleisen der Bahnstrecke Köln-Wuppertal befindet sich das im September 2010 in Betrieb gegangene Instandhaltungswerk der Deutschen Plasser. Zu sehen ist die 120 Meter lange Halle mit 3 Durchgangsgleisen, von denen 2 mit durchgängiger Montagegrube ausgestattet sind. Die Länge der Gleisanlagen des Werkes beträgt insgesamt 3 Kilometer. Auch die Betriebsstätte der ÖBB Infrastruktur AG in Wien-Meidling ist ein interessantes Anschauungsobjekt. Zum Thema Schiebebühne und E-Lok-Schuppen habe ich in der Modellbahnliteratur nicht sehr viel gefunden, aber ein älteres Märklin-Magazinheft enthält einen interessanten Gleisplan mit kompakter Schiebebühnenanordnung. Interessant ist auch die hier gezeigte Internetseite, die nützliche Hinweise zum Einbau der Märklin-Schiebebühne enthält. Im Rahmen von Auf- und Umräumarbeiten war direkt neben der bestehenden Anlage Kleiningen zusätzlicher Raum entstanden, der sich förmlich für eine Anlagenerweiterung aufdrängte. Die Anbindung kann durch eine eingleisige Strecke über das Pult der Anlagensteuerung erfolgen. Für die Gleisplanung wird die Software SCARM verwendet, die in einer einfachen Version kostenlos erhältlich ist. Für komplexere Anlagen kann gegen eine kleine Gebühr die Lizenz für die Vollversion erworben werden. Startpunkt ist rechts oben die gerade gezeigte Anbindung an das vorhandene Modul. Auch der Raum unterhalb der Abstellung soll für einen Schattenbereich genutzt werden, der aber erst zu einem späteren Zeitpunkt geplant wird. Zudem wartete eine bereits vor längerer Zeit erworbene Märklin-Schiebebühne auf ihre Verwendung. Um die Schiebebühne herum wird die Abstellung mit Lokschuppen, Wartung und Abstellgleisen konzipiert. Rechts vorne findet sich der Platz für den Bahnbohrbetrieb. Für den Unterbau wird ein Bausatz aus dem Internet mit fertigen Rahmenelementen und bereits fest montierten Sperrholzplatten genutzt. Um auf das gewünschte Maß von 2,30 Meter x 80 cm zu kommen, wurden hinten und links Sperrholzplatten ergänzt. Zur Reduzierung der Fahrgeräusche wird eine 2 mm Korkunterlage verwendet. Nun zum Gleismaterial. Verwendet wird das C-Gleis von Märklin. Daran ist schon zu erkennen, dass es sich nicht um exakt maßstäblichen Modellbau à la HP1-Magazin handeln wird, sondern eine einfache Spielanlage. Überrascht war ich dann doch, dass das Gleismaterial ohne Schiebebühne trotz kostenoptimierter Bestellung bei mehreren Internethändlern über 1.000 € gekostet hat. Dagegen kamen die Kunststoffmodelle, die im gezeigten Gleisplan eingezeichnet waren, auf nur 260 €. Die Schiebebühne lag bereits seit längerem herum und kann so nun genutzt werden. Da Märklin hier M-Gleisanschlüsse vorgesehen hat, sind zunächst Übergangsgleise zum C-Format erforderlich. Als Hintergrund kommt die selbst erstellte Aufnahme eines Feldrandes zum Einsatz, die als Poster ausgedruckt bereits für ein Video zum Thema Straßenbahn eingesetzt wurde. Das war's nun mit dem ersten Teil. Ich hoffe, er war informativ. Im nächsten Video wird dann das Thema Elektronik sowie die ersten Aufbauschritte zu sehen sein. Bis dahin.